Das Unternehmen Tesla, dessen Eigentümer Elon Musk ist, zählt durchweg zu den 20 teuersten Konzernen der Welt. Der Erfolg des Unternehmens im Autoverkauf der AV-Branche hängt eng mit einem ungewöhnlichen Managementsystem zusammen, in dem jegliche Hierarchie völlig fehlt. Alle Mitarbeiter durchlaufen einen sorgfältigen Auswahlprozess, potenzielle Mitarbeiter werden anschließend tatkräftig betreut. Wer seinen Aufgaben nicht gewachsen ist, wird dafür entlassen, aber der einfache Arbeiter ist Eigentümer der Unternehmensanteile. Er erkennt den Zusammenhang zwischen seinem Handeln und seinem Gewinn. Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Tesla trotz der Pandemie die Anleger mit zuverlässigen Lieferungen seiner Elektroautos an die riesigen Zukunftswerke des Unternehmens positiv überraschte. Im Jahr 2020 wurden 509.000 Autos produziert, aber dieses Jahr hat sich der ehrgeizige Elon das neue Ziel gesetzt, 20 Millionen Autos pro Jahr zu produzieren, was unglaublich klingt. Wir wollen das Produktionsvolumen des Tesla-Unternehmens so weit steigern, dass im Laufe der Zeit 1% der weltweiten Fahrzeugflotte ersetzt werden kann, sagte der Tesla-Chef. Gigafabriken bleiben also keine Minute stehen und wir sagen Ihnen, was diese Gigafabriken sind. Tesla kaufte 2010 seine erste Fabrik von Toyota und kaufte die stillgelegte Fabrik von General Motors. Im selben Jahr entwickelte sich das Unternehmen zum modernsten und technologisch ausgerüstetesten Automobilhersteller der Welt. Innerhalb von 10 Jahren wuchs das Unternehmen in einem unvorstellbaren Tempo. Tesla hat 3 gigantische Produktionsanlagen gebaut, 2 weitere sind im Bau. Die Fabrik Nummer 1 im amerikanischen Bundesstaat Nevada wurde in Betrieb genommen. 29.07.2016 produziert Lithium-Ionen-Batterien für Tesla-Autos. Es ist ein riesiges, hochmodernes Werk, sein Wert beträgt 5 Milliarden US-Dollar. Darin arbeiten Menschen mit Robotern zusammen. Aufgrund ihrer Dimensionen liegt die Gigafactory auf Platz 2. Der Standort liegt direkt hinter dem Boeing-Werk und die Fabrik wurde eigentlich auf Energieautarkie ausgelegt. Auf dem Gelände mangelte es an Wasser, aber in der Nähe gibt es Reinigungsanlagen. Die Anlage verfügt über eine Zisterne in der Größe von 2 Olympiaschwimmbecken. Der Lithiumtransport zur Anlage erfolgt direkt von der 350 Kilometer entfernten Lagerstätte über die örtliche Bahnstrecke. Anschließend werden die fertigen Akkumulatoren über diese Linie zum Werk transportiert. Die Tesla Gigafabrik Nummer 2 in Fremont, Kalifornien, befindet sich ebenfalls in Amerika, im Bundesstaat New York. Sie produziert 3 Giga-Photovoltaikzellen. Die Fabrik unterscheidet sich von den vorherigen 2 dadurch, dass sie sich in Shanghai, China, befindet und fertige Autos produziert. Musk beabsichtigt, sie auf dem asiatischen Markt zu verkaufen. In Europa, 40 Kilometer südöstlich von Berlin, entsteht das erste europäische Werk, die Gigafabrik Nummer 4. Sie wird Batterien und Elektroautos produzieren. Zu diesem Zweck kaufte die Unternehmensleitung von der Behörde des Landes Brandenburg ein Grundstück mit einer Fläche von rund 100 Hektar für 41 Millionen Euro. Das gesamte Unternehmen wird eine Investition von 4 Milliarden US-Dollar erfordern. Ab Sommer 2021 sollen jedes Jahr 150.000 Tesla Model 3 und Model Y in Grindelwald vom Band laufen. Künftig soll das Produktionsvolumen auf 500.000 Autos steigen. Jährlich werden dafür 10.000 Arbeitsplätze benötigt. Gigafactory Nummer 5 wird nach Fertigstellung Tesla Cybertruck Elektro-Pickups produzieren. Im Gegensatz zu anderen Automarken hat Tesla gelernt, in kürzester Zeit riesige Gebäude mit Solarenergie zu bauen. Der Bau einer riesigen Fabrik dauert nur ein Jahr, das Geheimnis dieser Umsetzbarkeit liegt in der Bauweise. Alle Tesla-Anlagen sind modular aufgebaut und bestehen aus vorgefertigten Modulen, die nur noch wie Teile eines Lego-Bausatzes miteinander verbunden werden müssen. Das bewährte technologische Verfahren ermöglicht eine Bauausführung in Rekordtempo. Beispielsweise dauerte der Bau des Skeletts der Shanghai Gigafactory früher nur 108 Tage. Die Bauherren brauchten mindestens 1,5 Jahre, um einen vergleichbaren Arbeitsumfang abzuschließen. Es ist zu beachten, dass die Fläche des Grundstücks, auf dem die Fabrik stehen wird, 865.000 Quadratmeter beträgt. Der Wert der Transaktion beträgt 140 Millionen $. Der Bau wurde in 2 Etappen aufgeteilt. Das Gesamtvolumen der Investitionen, insbesondere in das Werk, in dem die Produktion des Modells 3 des zukünftigen SUV-Modells ja mit Batterie aufgenommen werden soll,
Die Zuflüsse in diese Autos werden sich auf etwa 2 Milliarden Dollar belaufen. Am 7.01.2019 fand die feierliche Grundsteinlegung der Shanghai Gigafactory statt und bereits 357 Tage nach Baubeginn begann diese Gigafactory mit der Auslieferung von 1 Autos. Derzeit ist das Werk auf die Produktion von 150. 000 Model 3 Limousinen pro Jahr ausgelegt. Tesla plant jedoch, die Produktion auf 250.000 zu steigern. Bauarbeiten auf dem Gelände der Gigafactory Nummer 3. Sie halten keine Minute inne. Im Laufe des Jahres wird sich seine Fläche voraussichtlich verdoppeln. Es befindet sich derzeit im Bau zweiter. Ein Teil dieses gigantischen Vorhabens soll 2021 abgeschlossen sein und weitere 1000 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Endarbeiten am Gebäude sind im Gange und gleichzeitig wurde der Probebetrieb des elektromechanischen Teils aufgenommen. Es ist in 6 Betriebe unterteilt: ein Presswerk, eine Schweißerei, eine Lackiererei, eine Montagehalle sowie eine Betriebs- und Logistikabteilung. Beim Blick auf die Produktionsanlagen entsteht der Eindruck außergewöhnlicher Sauberkeit und Sorgfalt. Schon heute üben Menschen in der Produktion eher Hilfsfunktionen aus. Die Hauptaufgaben werden bei der Produktion der Tesla-Modelle von Robotern gelöst. Automatisierte Systeme der deutschen Firma KUKA Robotics kommen zum Einsatz. Die Aluminium-Karosserieteile werden auf einer ebenfalls in Deutschland hergestellten Presse gepresst. Für die Montage des ersten Autos setzt die Firma Schiller 15 Roboter ein. Elon Musk gibt zu, dass er einen vollautomatischen Montagebetrieb aufbauen möchte, der eher an ein außerirdisches Schiff als an eine klassische Produktionslinie erinnert. Der Grundgedanke ist, dass Maschinen Maschinen machen, keine Fehler machen und in Verbindung mit Robotern schneller arbeiten sollen als Menschen. Nach Ansicht von Musk sollen Menschen nur die Maschinen bedienen, sie aufrüsten und Fehler beheben. Eine vollständige Robotisierung ist jedoch vorerst nur in Planung. Jede der Gigafabriken beschäftigt etwa 2000 Mitarbeiter. Die Arbeitsschicht beginnt für viele Arbeitnehmer um etwa 6 Uhr morgens und dauert mindestens 10 bis 12 Stunden. Die meiste Zeit verbringen Menschen damit, auf den Beinen zu sein und sich am Fließband fortzubewegen. Die Arbeitsbedingungen ändern sich ständig. Jeder Mitarbeiter kann ohne Vorankündigung an einen anderen ungewöhnlichen Arbeitsplatz versetzt werden. Die Umschulung dauert nur wenige Minuten. Arbeit an Wochenenden und Feiertagen gilt als Normalität 70 Stunden. Die Arbeitswoche ist für viele die Regel. Laut Umfragedaten wird die Work-Life-Balance in Tesla-Fabriken mit 2 von 6 von 5 Punkten bewertet, was deutlich schlechter ist als bei anderen Automobilherstellern. Die durchschnittliche Verweildauer im Unternehmen beträgt etwas mehr als 2 Jahre, und es gibt keinen Grund zur Überraschung. Schließlich beschweren sich Mitarbeiter ständig über unzureichende Infrastruktur. Etwa in der Gigafactory in Nevada verspüren sie im Vergleich zu anderen Autokonzernen, darunter auch Tesla, einen Mangel an Toiletten. Es gibt auch eine höhere Zahl von Arbeitsunfällen, und die Rede ist von amerikanischen Gigafabriken, in denen Mitarbeiter an Produktionslinien angeschlagene Arbeitskleidung überwachen. Ihre Bewegung minimiert das Risiko. Zur Verletzung ist nicht bekannt, wie es mit der Sicherheit am Arbeitsplatz aussieht. Allerdings zeigt sich im Werk Shanghai, dass sich das Unternehmen rasant entwickelt und die wachsende Mitarbeiterzahl nicht ganz optimal bewältigen kann. Aber sie beschweren sich nicht, denn jeder weiß, dass der Firmenchef manchmal 120 Stunden pro Woche arbeitet. Seine Werkbank steht neben der Produktionslinie. Er hat seinen Schlafsack im Tesla-Werk und verbringt 3 bis 4 Tage am Stück, ohne rauszugehen. Wenn Sie an einem kalten Januartag im Jahr 2009 in einem Hotelkonferenzraum in Detroit mit einem stirnrunzelnden Elon Musk plaudern würden, hätten Sie kaum vorhergesehen, dass sein Startup einige Jahrzehnte später zum erfolgreichsten Hersteller von Elektroautos werden würde. Das Unternehmen war kurzzeitig gezwungen, sein Büro in Michigan zu schließen und hatte heute Schwierigkeiten, die Elektroautos Tesla Roadster 1 an Kunden auszuliefern. Tesla hat die Automobilindustrie nicht nur mit seinen Innovationen, sondern auch mit Software, Design und der Art und Weise, wie Autos hergestellt werden, für immer verändert. Und das ist alles für heute, Freunde. Gib ihm ein Like. Wenn Sie etwas Neues gelernt haben, schreiben Sie Kommentare und bis bald.